Dieses Video nenne ich Kindheitstraum. Was träumen die Kinder? Welche Wünsche haben sie? Und zwar komme ich darauf, dass ich morgens und auch eben gerade wieder die kleinen Schulkinder sehe, wie sie durch die Straßen gehen oder laufen mit dem schweren Tornister auf dem Rücken, und weil die Zeit knapp ist, rennen sie. Das gab es früher auch. Aber was mir auch auffällt bei den Kindern, sie laufen oft so, als wären sie verfolgt von irgendjemandem. Und wenn man nah bei ihnen ist oder draußen ist, sieht man oft, dass sie vielleicht so etwas wie verängstigt sind oder auch verwirrt sind, durcheinander sind. Und das gerade in der aktuellen Situation, in der Kriegssituation und wo es überall um Krieg geht. Und das beginnt schon bei den ganz Kleinen, sagen wir mal jetzt so die Zweijährigen, Einjährigen, Zweijährigen, die wachsen schon auf mit all diesen Vokabeln. Bombe, Bomber, Krieg, Schiff, Panzer, Tod. Und es werden für sie sozusagen alltägliche Vokabeln. Und die Kinder merken, dass die Erwachsenen zunehmend besorgter werden. Und die Erwachsenen sind oftmals so, dass sie auch Angst haben und das unabsichtlich auch ausdrücken. Und die Kinder, auch die kleinen Kinder, fühlen das. Und sie fühlen, dass irgendwie alles durcheinander ist, dass es keine schöne Zeit ist. Überall, wo sie hingehen und hinkommen, geht es um Töten. Dazu haben sie ihre Spiele, ob online oder anders, wo es auch oft um Töten oder Krieg geht. Und das macht die Kinder natürlich auch durcheinander. Sie wundern sich, wieso die Erwachsenen es nicht schaffen, die Welt in Ordnung zu bringen. Wieso übergeben die Erwachsenen solch eine brutale Welt an so kleine Kinder und schauen oftmals zu, wie die Kinder damit klarkommen oder nicht klarkommen können. Und das habe ich eben gedacht, als ich wieder kleine Kinder gesehen habe, die hier bei mir vor dem Fenster an der Straße entlang gegangen oder gelaufen sind. Und das wollte ich eben nochmal sagen. Die Kinder haben andere Träume. Jetzt ist es so, bekommen sie vielleicht so langsam Albträume, wenn sie allein in ihrem Bett liegen und alles kommt nochmal hoch, was sie am Tag erlebt haben, was sie an Informationen haben. Der geistige Raum ist voller negativer Gedanken, die die Kinder auch aufnehmen. Oder es ist oftmals so, das gilt auch für uns Erwachsene, dass man sagen könnte, es sind bestimmte Gedanken im Raum und diese Gedanken versuchen uns zu erreichen oder zu beeinflussen. Und dann ist es oft so, wenn es sehr viele negativen Gedanken sind und Sorgen, die versuchen, zum Beispiel das Gehirn eines Menschen zu erreichen oder eines Kindes zu erreichen, dann ist es oftmals so, dass man es gar nicht so merkt, dass es eigentlich nicht die eigenen Gedanken sind, sondern man wundert sich, dass man langsam aber sicher immer mieser draufkommt. Man wird unruhiger, man fühlt sich
weniger wohl. Und da ist es wichtig, dass man lernt, solche Gedanken auszublenden, dass man das reflektiert, dass man ein Gefühl dafür bekommt, oh, wieso habe ich gerade so einen blöden Gedanken, so eine blöde Idee, das gehört eigentlich gar nicht zu mir, das denke ich doch sonst gar nicht. Und dass man dann ganz bewusst sagt, du Gedanke, da und da, ich lasse dich nicht in mich hinein. Und dann überlegt man sich etwas ganz Schönes, an das man denken kann, was einen wieder beruhigt. Und das kann man auch den Kindern zeigen oder beibringen. Und vor allen Dingen als Erwachsener, auch als Eltern, sensibel sein dafür, wie sollen die Kinder mit all diesem klarkommen eigentlich. Wir müssen uns viel, viel mehr mit Frieden beschäftigen. Frieden, Frieden, Frieden muss bei uns ganz oben auf der Agenda stehen sozusagen, an höchster Stelle. Und für diesen Frieden müssen wir agieren und denken und uns vielleicht umstrukturieren, unseren Alltag, unsere Sprache friedlich machen, unsere Gedanken friedlich machen. Ja, das wollte ich jetzt sagen und ich nenne dieses also Kindheitstraum. Ja, okay, jetzt mache ich daraus ein Video. Mal schauen, ob das klappt. Shalom. Pass auf.